spannende Frage war ja, ob ich hier überhaupt eine 11 zusammenbekommen würde gegen Freiburg. Auf jeden Fall. Bis auf Fratesi und auf Kanisici ist die 11 aber einmal komplett durchgetauscht, weil wegen dem Rückspiel gegen Manchester City und auch weil es in der Liga quasi um nichts mehr geht. Es wird jetzt eigentlich nur darauf gewartet, bis die Bayern rechnerisch Meister sind. Dann haben wir das Kapitel auch beendet und jetzt gilt halt der volle Fokus auf die Champions League. Da haben wir 3-1 gewonnen gegen Man City, haben auch gut gespielt, hätten vielleicht nochmal ein Tor mehr machen müssen, aber ja, am Ende des Tages haben wir gewonnen, das ist die Hauptsache und jetzt schaue ich mal, ob wir vielleicht doch noch irgendwie das Wunder hier hinbekommen. Wenn die Bayern jetzt alle 3 Spiele verlieren und wir gewinnen alle 3, sind wir auch Meister, aber das wird nicht passieren. Die Bayern haben schlagbare Gegner. Ich versuche es mir immer wieder einzureden, dass ich nicht ganz so enttäuscht bin, wenn es dann doch hinterher nicht funktioniert und wir die Chance gehabt hätten. Dortmund führt irgendwie schon mal, das ist aber egal. Schade, ich hatte mir wirklich vorgenommen, Meister zu werden, auch mit Voice Crack. Ab und zu mal. Da hätte ich die Champions League gerne für abgegeben, aber jetzt gut. Muss man halt kurzfristig die Ziele nochmal ein bisschen ändern, ne? Jetzt, wo es soweit ist. Jetzt, wo wir nur noch das Rückspiel überstehen müssen und dann sind wir ja im Finale. Entweder gegen Arsenal oder gegen Lazio und dann spielen wir tatsächlich noch um einen Titel. Im Pokal sind wir raus, da ist Viktoria Köln im Halbfinale gewesen. Das Finale ist übrigens Union gegen Leipzig, also auch sehr wild, das würde auch so in echt gar nicht vorkommen. Wobei wir hatten noch Lautern gegen Leverkusen. Das kommt halt auch alle 10 Jahre mal vor. So, und die Freiburger, die können eigentlich auch einen roten Teppich mal ausrollen, dass sie ein bisschen entspannter machen für uns. Zirkzee mit der ersten Chance. Aber abseits, ne, oder? Wieso, was gibt's jetzt? War faul? Oder war abseits und der kriegt jetzt noch gelb. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, was los ist. Es gibt Elfmeter? Es gibt dafür Elfmeter. Unfassbar. Wir kriegen den Elfmeter. Schmidt, ey. Großes Dankeschön. Jetzt bekommen wir auch endlich mal so einen lachhaften Elfmeter. Das war genau dasselbe. Schuss ist eigentlich schon vorbei gewesen. Jetzt müssen wir den natürlich auch machen. Fratesi, wahrscheinlich der beste Elferschütze auf dem Platz. 17. Minute. 1-0. Den darfst du halt auch nie geben, den Elfer. Das ist genauso, wenn ich so Elfmeter kassiere. Der Schuss ist schon längst gelaufen. Der Schritt, der Ausfallschritt, der kommt dann und er fällt dann drüber. Und das war ja in dem Fall quasi auch so. Aber gut, Geschenke nehmen wir an. Und gerade jetzt in der Phase nehme ich alles mit. 1-0 Fratesi. Und auch da wieder die Nachricht Richtung München. Wir sind da. Also wenn die Bayern straucheln sollten, wir sind auf jeden Fall da. Wir nutzen unsere Chancen. Wir gewinnen hier unsere Spiele, auch mit der B11. Also hoffentlich. Jetzt führen wir erstmal 1-0. Und die Bayern, Ausgleich bei Union. Die haben auch zwischenzeitlich geführt, aber Guiri mit dem 1-1. Also wir sind wieder dran auf 4 Punkte. Und dann sind es nur noch 2 Spiele, wenn es dabei bleiben würde natürlich, ne? Das sind ganz, ganz verrückte Rechenspiele hier. Von daher dürft ihr das auf gar keinen Fall verpassen, hier die nächsten Spiele noch mit anzuschauen. In der Liga, in der Champions League sowieso. Nächste Chance, Zirkzee. Ah, was war das denn? Hallo? Auch mit dem Geschaufel da. Die Freiburger kommen, aber wir gehen ins Pressing rein mit Glover. Sensationell. Sensationell, was der da macht. Auch Haraldsson. Also die beiden, wenn die auch nochmal eine Saison hier zusammenspielen würden. Bei Glover müssten wir natürlich dann quasi die ganze Ablösesumme benutzen, die wir dann im Sommer hätten, weil sonst kriegst du den nicht bezahlt. Den bekommst du so normal auf gar keinen Fall bezahlt, ohne dass du irgendwelche Spieler verkaufst. Aber da investierst du für die Zukunft auf jeden Fall. Ja, faule Bimbe, alles gut. Freischuss für Freiburg. Und dann haben wir bislang einen sehr entspannten Nachmittag. Bislang. Hinten nicht viel zu tun gehabt. Einmal Kanisici musste da schauen. Und vorne haben wir einen geschenkten Elfmeter bekommen. Ansonsten spielt sich eigentlich vieles hier noch im Mittelfeld ab. Vielleicht mal jetzt ein Kunku, hinterläuft Rosier. Ja, kriegen wir vielleicht noch einen Elfer. Irgendwie geschenkt, wäre natürlich schön. Aber wir machen die Tore auch gerne selber. Larsson. Und die Freiburger kommen über Lopez Muniz. Sehr, sehr schön. Aber jetzt müssen wir gerade wieder hinten rein. Dass die Abwehr da nicht so auseinandergezogen wird. Fratesi wichtig.
Genau wie Larsson, das sind zwei Zweikampfmonster, wie sie im Buche stehen, wirklich. Das ist sehr, sehr krass. Wie viel die auch einfach gewinnen und fair. Muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja nicht irgendwie, dass es dann immer Freischuss gibt. Die gewinnen wirklich fair die Zweikämpfe. Sensationell. Da ist er wieder. Fratesi. Da haben wir Glück. Larsson, Glover. Ne, Haraldsson ist es. Haben beide dieselbe Frisur. Und dann steht Freiburg. Und dann spielen wir halt. Versuchen irgendwo die Lücke zu finden. Vielleicht ja jetzt. Haraldsson, schade. Kriegt er den Ball nicht schnell genug nach außen. Dortmund führt und Barrios trifft. Da kommen bei Dortmunder Fans wahrscheinlich große Erinnerungen hoch an die Meistersaison. Für die Jüngeren unter euch, die ihn nicht haben spielen sehen, Lucas Barrios war mal ein Stürmer von Borussia Dortmund. Der unter anderem auch dafür gesorgt hat, dass Dortmund Meister wurde. So, und dann ist Halbzeit. Also ein sehr schnelllebiges Spiel. Wie gesagt, es findet viel im Mittelfeld statt. Wir lassen jetzt auch nicht so viel zu. Ich habe jetzt aber auch nicht den Drang, irgendwie nach vorne zu spielen. 1:0 reicht uns. Wir spielen jetzt hier auf Ergebnis ein bisschen. Weil ich mehr schon den Blick habe auf das Rückspiel gegen Man City. Außer natürlich, wenn die Bayern verlieren sollen. Dann wird es natürlich auch in der Liga nochmal heikel. Da könnte sich die Meisterschaft nämlich auch erst am letzten Spieltag entscheiden. Das würde einfach passen zur Saison. Wir sind vorne, dann lassen wir uns den ersten Platz wegnehmen. Sind eigentlich schon raus aus dem Rennen und dann gewinnen wir unsere restlichen Spiele. Die Bayern verlieren noch zweimal. Aber gut, noch ist es hoch. Was war das denn? Von Fratesi. Noch ist es nicht so weit. Was hat das denn gerade für ein Ballverlust? Ey, das war wieder eine typische EAFC-Animation. Das war mir schon wieder nicht ganz geheuer. So, Wechsel. Dimitar Berbatov ist mittlerweile als Linienrichter hier aktiv in der Bundesliga. Auch nicht schlecht. Und Freiburg kommt über Lopez Muniz. Ja, muss Nagalo rein. Sehr schön. Die Freiburger machen es uns aber auch ein bisschen leicht. Finde ich gut. Sind jetzt nicht so arg vorne in der Offensive, lassen auch immer wieder hinten was zu. Zirksee. Oh, ne. Schlechte Flanke. Er hatte viel Platz. Für seine Verhältnisse viel Platz. Nächste Chance Larsson, Ebimbe. Ja, auch fair mit der Grätsche und auch nach vorne. Komm. Also ein zweites Tor müssen wir schon machen. Weil auf 1:0 spielen, wie gesagt, das ist bei mir nicht. So, Zirksee muss er alleine machen. Larsson läuft ihm fast noch in die Hacken rein. Ein Elfer rausgeholt, ein Tor selber gemacht. Dazu noch glänzendes Haar, perfekter Halt, Dravetta-Taff. Macht dann unter dem Strich, glaube ich, einen Auswärtssieg in Freiburg, oder? So vom Gefühl her würde ich mich jetzt mal früh festlegen hier. Der läuft einfach auch blind durch. Hätte Zirksee fast noch gefoult. Und der bleibt dann eiskalt. Halt leider auch seine Qualität zu wenig zeigen können, weil klar, Boniface war vor ihm. Aber ich brauchte halt noch einen Ersatzstürmer. Falls sich Boniface mal verletzt. Ihr habt ja gesehen, Chukwueze, wenn der sich verletzt, da habe ich schon mit den Ohren geschlackert. Aber da hatten wir durch Martin, durch Glover dann natürlich auch großartigen Ersatz. Achtung, Kanisici. Das ist ja nochmal gut gegangen, ne? Aber daher braucht man immer zwei qualitativ hochwertige Stürmer für solche Fälle. Nächste Chance, den Bimbe. Haraldsson auch wieder ganz viel Platz. In der Mitte ist noch niemand, aber da läuft Zirksee, kommt mit ganz großen Schritten. Zirksee. Und, oh, schade. Aitor. Aitor. Im Tor hat momentan auch richtig viel zu tun. Und wir dagegen nicht so viel. Wir spielen das, wie gesagt, jetzt hier entspannt runter. Wichtig ist einfach nur, dass wir die Spiele gewinnen. Oben hoffe ich immer, wenn da ein Ergebnis erscheint, dass es positiv für uns ist. Also, dass Union quasi ein Tor geschossen hat. Hab bislang noch nichts gesehen, muss aber auch nichts heißen. Sehr gut gemacht. Glover, Zirksee. Muss er sich schneller vom Ball trennen. Das nervt mich auch ein bisschen, wenn er da einfach schneller den Ball spielt. Und wieder geht Larsson ins Pressing rein. Dann der nächste ist dann Zirksee. Oh, der springt auch einfach vorbei, so blind. War auch eine große Chance.
Nächster Versuch hier ins Pressing zu gehen. Larsson auch wieder einen Schritt zu spät leider. Schmidt, Rosier, Nkunku, ja, auch mal in Zweikämpfe reingehen. Vielleicht können wir doch nochmal ein, zwei Mal wechseln. Na gut, den Keeper, das wäre jetzt ein bisschen... Wir bringen Mamouche nochmal rein für die linke Seite. Und ansonsten Ugarte vielleicht für Fratesi, der ist auch nicht mehr ganz fit. Die beiden Wechsel machen wir nochmal. Da dürfte jetzt hoffentlich nichts mehr passieren. Nicht, dass sie sich jetzt noch bei einer blöden Aktion verletzen oder sonst irgendwas passiert. Das wäre nicht so schön. Nächster Freischuss. Spielfluss ist jetzt natürlich ein bisschen unterbrochen, klar, weil es jetzt viele Freischüsse gibt. Aber gut, so Spiele hat man auch mal. Achtung. Locker geklärt, sehr, sehr schön. Nächster Angriff läuft. Zirkzee, Ugarte und Mamouche macht sich auf die Reise. Ja, schade, zu spät gespielt. Dafür Haraldsson. Ach Quatsch, Glover. Mein Gott, die verwechsel ich auch immer. Weil die haben halt denselben Friseur. Zirkzee, ja. Wenn da noch einer gestanden hätte, wäre das gefährlich geworden. Und Larsson, ey. Immer wieder Larsson. Der wird nicht müde. Der läuft wirklich 90 Minuten und die Nachspielzeit auch noch mit dazu. Durchgehen, als hätte man den aufgezogen. Wahnsinn. Hartmann, Gulde. Ja, das wird jetzt hier so dahin gehen. Freiburg war auch schon mal stärker. Die haben uns schon mal weitaus mehr Probleme gemacht. Aber letztes Jahr zum Beispiel, da haben wir hier 3-3 gespielt. Da hat Sascha Kalajdzic noch in letzter Sekunde hier getroffen. Und heute war es auch mit der B11 eine sehr, sehr lockere Partie. Ja, also ihr seht ja, Freiburg, das ist der willkommene Gegner heute. Und gerade zwischen dem Man City Hin- und Rückspiel ist das eine sehr, sehr willkommene Abwechslung. Und jetzt hoffe ich natürlich weiterhin auf Union, dass die irgendwie vielleicht gewonnen haben. Zur Not auch unentschieden, aber dann sind es halt auch immer noch 4 Punkte. Das würde nicht reichen. Also die müssen schon gewinnen, Union. Da setze ich ganz, ganz große Stücke drauf. Achtung, Larsson nochmal mit einem Gewaltschuss. Zirkzee, Ugarte. Da spielen wir jetzt zu Ende. Zirkzee nochmal, der winkt, ja, will er den Ball haben. Kommt er aber leider nicht und somit holen wir uns also den nächsten Sieg. Mehr können wir nach wie vor nicht machen. Wir können immer nur unsere Spiele gewinnen und müssen auf die Gegner des FC Bayern hoffen. Freiburg kommt aber nochmal mit Salai. Amenda ist aber da. Ja, also machen wir einen Strich drunter. Pfeif ab. Alles gut. Nächsten 3 Punkte auf dem Weg in Richtung sichere Vizemeisterschaft. Wir haben am Ende über 90 Tore geschossen, werden halt trotzdem nur Zweiter. Und jetzt ist aber das viel, viel wichtigere Spiel, das wichtigste Spiel vielleicht bislang in unserer Rückrunde, das Rückspiel gegen City. Waren zwar nicht ganz so viele Schüsse und tatsächlich, ich fasse es nicht. Union gewinnt gegen Bayern 2-1. Jetzt ist die Meisterschaft doch noch mal ein bisschen spannender. Oh Junge, oh Junge. Mensch, jetzt lass doch mal hier die Transferangebote für Larsen sein. Die kann ich leider nicht blocken, aber das ist natürlich das, auf was ich gehofft hatte. Jetzt muss ich erstmal nach Luft schnappen hier. So, gehen wir mal rein in die Tabelle. Das ist Wahnsinn. Haben die echt gewonnen? Ich werd weg, ey. Ich werd weg und schon ist die Meisterschaft wieder offen. Also, ist doch noch nicht entschieden. 3 Punkte bei noch 2 ausstehenden Spielen. Wir sind auf jeden Fall Vizemeister. Das steht jetzt auf jeden Fall fest, weil Dortmund kann nur noch auf 72 Punkte kommen. Aber entscheidender ist oben. Wir haben auf jeden Fall die bessere Tordifferenz. Das bleibt auch bis zum Schluss. Jetzt geht es darum, dass ich noch einmal Hilfe brauche. Und zwar entweder von Gladbach oder von Köln. Von beiden rheinischen Clubs. Oder aus dem Westen. Liegt Gladbach am Rhein? Nee. Glaube ich nicht, oder? Am Niederrhein. So. Die 11 vom Niederrhein. Die muss uns noch einmal helfen. Oder der SFC Köln. Oder beide. Und dann sind wir Meister. Also es ist wirklich tatsächlich noch möglich. Und jetzt ist natürlich noch ein Grund mehr, hier ein kostenloses Abo dazulassen. So ein spannendes Saisonfinale, was natürlich aber auch im nächsten Part schon entschieden sein kann, wenn wir verlieren. Und zwar gegen Hannover. Hannover wiederum aber braucht auch noch Punkte für den Relegationsplatz. Ja, der SC Paderborn ist da auch noch nicht ganz raus. Die haben auch nur 4 Punkte Rückstand. Also es wird unten noch sehr, sehr heikel. Im Kampf um Europa ist auch fast schon alles entschieden. Also entweder Wolfsburg oder Leipzig wird 6. Union bleibt 5. Leverkusen bleibt auch unter den ersten 4. Eieiei. Also wir haben jetzt noch City, wir haben Hannover. Wir haben dann hoffentlich noch ein Finale. Ich gucke jetzt gerade noch mal auf den Kalender. Das ist natürlich, das gibt mir noch mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen.
und nochmal so eine Aufbruchstimmung, die natürlich gegen Hannover schon wieder niedergemacht werden kann. Aber Hannover und Augsburg sind machbare Gegner und schon wieder in Augsburg. Ist das vielleicht ein gutes Omen? Wir haben letzte Saison die Meisterschaft in Augsburg verspielt. Wollen wir nochmal drauf gucken? Wir gucken nochmal drauf auf den letzten Monat, beziehungsweise aufs letzte Jahr. Wo war das denn? Das war, nee, geht leider nicht mehr. Schade, ich hätte das gerne nochmal gezeigt. Aber wir haben, da bin ich mir sicher, wir haben in Augsburg, haben wir die Meisterschaft verspielt. Das weiß ich noch. Und jetzt gewinnen wir vielleicht in Augsburg die Meisterschaft. Vielleicht will es das Spiel so, dann würde sich der Kreis schließen. Aber jetzt erstmal gegen Man City das Finale klar machen. Also, Junge, wir haben noch viel vor. In nur noch wenigen Spielen. Macht's gut, bis zum nächsten Part, bis zum Rückspiel gegen Manchester City. Ciao, ciao.